bist, Renato thought. But then he realized they're probably looking for me. They must be very scared of me. Well, here I am. You are the hottest warrior ever, whispered the Iblistone. And he had to agree with it, for once. Who was as good as Renato? Und damit herzlich willkommen bei einer weiteren spannenden Folge Stories. Ja, es gab kleine technische Schwierigkeiten, das Spiel hat sich aufgehangen, meine Aufnahme wurde nicht wirklich übernommen. Und zwar haben wir jetzt Zenobia getötet und sind jetzt auf dem Weg Richtung Imperator, um ihn dann zu stürzen, damit wir dann der König werden quasi. Also wir haben im Endeffekt bloß die kleine Handlung da für den Buch, nachdem ich mich entschieden habe, haben wir übersprungen. Also denke ich mal, es ist jetzt nicht so extrem tragisch. So. Ah, wir können es leveln. Das werden wir direkt auf unsere Gesundheit machen. That could be useful. Ist klar, wir sind Raben. Da, sehr schön. Bam. Aber 48 Erz, sehr schön. Okay, guck mal, was hier hinten noch so ist. Aha. Das ist so geil. Die machen nichts und explodieren dann direkt. Ui, da können wir sogar direkt 52, da können wir jetzt direkt unser Schwert mal schmieden. Crafting bench. Renato wondered what he could make with it. Sehr schön. Boah, das sieht sogar fett aus. Krass. Ja, guck es dir an, Renato. Das ist jetzt unser Schwert. Oh. Was? Wer hat das jetzt gemacht? Urged the stone. Let me make you emperor. Come to think of it, Renato thought as he put down another raven. Why shouldn't I be emperor? How did anybody get to be emperor anyway? By making war. What? Fuck! Oh, die haben aber viel abgezogen. Yes, he should be emperor. He would make a great emperor. Right, Stone? Oh, Entschuldigung. Oh, die Nase kurz gejuckt. Den Schuss entdeckt. Why don't you guys fight in groups? Oh, I know. Because there's no I in team. Was? Wie? Ah, shit. Ah, wo war der denn jetzt? Im Schrank sich reingebackt oder was? Ah, verdammt. Ah, geht direkt weiter ohne Ladescreen. Na, Mann! Hit, he thought. Verdammt! Haben wir jetzt aufgemacht direkt? Ja. Oh, es sind zu viele! Ah, jetzt. Oh, Gott sei Dank, ey, ja, wir haben nichts mehr. Wir können uns direkt mal noch ein bisschen heilen. Also an sich haben wir nichts mehr. Ah, sieht echt cool aus. So he was close to the rebel base.
Everything was on fire. So far, so Oh, good. das ist ein bestimmt Kampf. Oh shit, ey, jetzt muss ich mich zusammenreißen. Ah, shit, ich kann mich mit Schildern. Ah. Little sword. Ice. Ah, schön. Schön geschletzelt. Nein. Oh, ich bin hier. Ah nein, ich bin genau da hingesprungen. Geil. Ey, es macht, die Kämpfe, die machen echt Fun, ey, ohne Mist. Okay. So, oh nein, ich komme jetzt nicht an die große Kiste ran. Ich hab das falsche Schwert. Ah, das ist schon mal cool, dass wir das Schwert jetzt so ausgerüstet oder hochgestuft haben, dass wir uns heilen können. Renato strode into the council. Let's do this thing. Let's make me emperor. They looked confused and nervous. Ah, had he mentioned the emperor thing? Yeah, he meant to bring that up later. I mean, let's go win this rebellion. He waved his sword around encouragingly. They ran. Cowards. He'd stop them. He cut down a few to inspire the others. But soon, there was no one to cut down. Well then, he'd have to attack the fleet alone. More for me, he said. Unless it was the stone that said it. Traitors. Traitors, all of them. They'd run rather than following him, rather than cheering him. What should he do to the cowards? Anything he wanted to. After all, he was a true hero, the best warrior there ever was. No one could stop him now. But first, finish him. The Emperor, that is. Okay, alles klar. Das ist jetzt erstmal von der Geschichte das große Finale. Uiuiui, wir sind ja ziemlich fies geworden. Der Stein hat ganz schön Besitz ergriffen. Ja. Bin auch auf jeden Fall sehr gespannt, was hier abgeht. Ah, alles klar, es ist das immer das Ende von den Schiffen. Where was the rebel fleet? They weren't even trying an assault. They were going to miss a day in history. The downfall of this dynasty, and a new one to take its place. He didn't have to kill all the ravens. He could enslave them, and enslave the toads too. All the animals would worship him as a god, for he had once been a god. They would willingly give him their blood and their souls. And the world would change, would become familiar again. The portal was heavily guarded. It must go someplace they really didn't want it to go. Ah, shit. You know nothing, Jon Snow. Okay. Da bin ich mal gespannt. Oh, die PlayStation 4, die macht ganz schön große Laute gerade. Ein bisschen Energie hier. Er ist schon ein bisschen schneller geworden. Also, ja, ne, schlägt schon ein bisschen schneller zu. Sehr schön.
Renato wondered if it wasn't cheaper to build bridges and stairs. Und Gegner? Oh. Das ist schon fett, ey. Also was bockt ganz schön. Das hätte ich, also ich hätte es irgendwie, ich hab's in Games gespielt, das hätte ich halt echt nicht gedacht, dass es dann wirklich dann so extrem Spaß macht. Gerade mit den Kämpfen hier, in der Geschichte, das ist schon echt cool. Ja, das heißt, Schilder ran damit, Tia. Renato felt new powers ready to Jawohl. blossom within him, or something. Renato was glowing with dark power. Oh, fuck, Already boah, the sun had das ist kurz dimmed. gekratzt. He could do anything, he realized. He could wrap the island Das hier ist die safely in Kiste. smoke again. He was beyond a hero. He was going to become a god again. How odd, he thought, that the Ibblestone had nothing to say about any of this. Well, no matter. Once he killed this petty toad emperor, he would bring back the Black Sun. Okay. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt den Endboss bekommen. Oder ob das noch nicht der Fall sein wird. Ah, direkt eben mit dem Schild. Na, na, na. Gib mir jetzt mal das Schild her. Bam. Sehr schön. Boah, fuck. Ich hab gerade gar nicht dran gedacht, What dass die hier waren. really fun was hooking yourself onto a moving ship. Der Erzähler, die haben es auch ganz cool gemacht. Das selber wird wirklich alles so kommentiert so ein bisschen. Das ist echt cool. Das gefällt mir gut. Okay. Ich gebe lieber Obacht hier so. Jetzt kommt nochmal Gegner. Oh, was ist das? Heilt die Ritter oder was? Hexenmeister können Gegner verbessern und heilen. Verbesserte Raben sind sehr gefährlich. Alter, ach du Scheiße. Naja, du hast gar keine Chance, die so schnell zu verbessern. Ich muss auf jeden Fall Obacht geben, dass sich die nicht irgendwie verbessern lässt. Zack, 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 bam. Ah, hier ist er doch. Ah, den muss ich direkt erstmal erledigen. Geil. Ui, jetzt geht hier das Tor auf. Alles klar. Okay. Na, ich bin gespannt. Also auf so einen Endboss hätte ich natürlich wirklich Lust. He found the Emperor and the Council huddling by his ship, plotting. They saw him and cowered before him. Back to hell, fiend. Croaked the Emperor desperately. In the name of the Transcendent Emperor. Croaked the speaker.
They held some arcane items he didn't recognize. He simply flexed his will and sucked their souls out of their bodies. And Iblis exulted. It is finished. And the void that had been a mere stone on a sword expanded. It stretched and ripped like a vast womb. And a gaze black and pitiless as the sun passed through the void into the land. And so time ended. Ah, alles klar. Renato stared at the book. He was still alive. Again. And still only flying away from burning Ubar. Had he lived that adventure? Or only dreamt it? Had he really died? It felt so real, not like a dream at all. And he'd lost again. Oh, he hated that. But he had made different choices. And he'd lost in a different way. It was the book, wasn't it? Oracles showed you your destiny. But this was showing him different ways he could die miserably. Thanks a bunch, book, he thought. But these were destinies that he did not have to fulfill. But he'd learn another true thing. The Iblis Stone was evil. It would try to corrupt anyone who used it. Okay, cool. Neue Story abgeschlossen. Geschichte 12. Das Erwachen. Was für ein Held bist du? Ein Held, der die Macht mit offenen Armen begrüßt, der über das Heldentum hinauswächst, der es wagt, zum Gott zu werden. Alles klar, cool. Ah, haben wir schon das untere Geheimnisse? Neue Wahrheit enthüllt. Der Iblisstein korrumpiert jeden, der ihn benutzt. Belohnung. Stufe 3, Fähigkeit 3. Ach, sehr schön. Krass. Nicht schlecht, nicht schlecht. Geschichte ansehen. Was haben wir denn jetzt hier? Entscheidungen getroffen. Finde das Juwel. Finde Zenobia, töte Zenobia, trifft den Hohen Rat. Das haben wir alles auf jeden Fall schon gemacht. Jetzt kann ich das auf jeden Fall runterscrollen. Sehr schön. Der Iblisstein. Er versprach große Macht. Im Gegenzug für königlichen Blut. Und Reynardo zögerte nicht, den Forderungen des Steins nachzukommen. Als sein Schwert Zenobia, die Tochter des Imperators, durchdrang, spürte er eine Welle der Macht über sich kommen. Von da an lief alles wie am Schnürchen. Der Stein flüsterte, Reynardo tötete. Und mit der Zahl der Toten wuchs auch sein Ehrgeiz. Als er zuletzt auf den Rebellenrat traf, war sein Blick bereits auf den Thron gerichtet. Aber die Rebellen hegten keinen Wunsch, einen neuen Tyrann an die Macht zu bringen. Großer Fehler. Nach einigen Geschlachte griff Reynardo die Imperialflotte im Alleingang an. Als ein Imperator des Todesstoß versetzte, jubelte der Iblisstein. Seine Aufgabe war erfüllt. Ein verlorener Gott war zurückgekehrt und die Zeit hatte ein Ende gefunden. Alles klar, cool. Also ich muss sagen, die Geschichte fand ich auch richtig cool. Die hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, was hier noch so für Wahrheiten entdeckt und das dann hier zu befreien. Aber wir haben ja übelst viel am Start, ey. Also es gibt verschiedene Teile. Okay. That meant there must be a destiny where he survived and won, right? Otherwise, what was the point? And with that, the book's pages fluttered back once more to the beginning, and the clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced. Or so a scholar in the mountains had told him. Surely the weapon that banished the lost gods could defeat the Emperor. Also, a temple had risen out of empty desert. The Iblis Stone was hidden there. It was a dangerous artifact. It could corrupt its user into a bloodthirsty monster. Maybe he could find a way to use it. To take its power without surrendering to its wickedness. And also, his old friend Lapino needed rescuing. Of course, Renato had a pretty strong suspicion that Lapino had betrayed the rebellion. But could Renato really leave an old friend to the Ravens? Alles klar.
Also wir könnten auf jeden Fall die vorherigen 2 Geschichten wieder einschlagen und das auf jeden Fall die Entscheidung ein bisschen anders drehen. Oder wir machen einfach mal den Scare Reaper. Baue den Scare Reaper. Die Rebellen waren in Gefahr und Reynaldo musste eine Lösung finden. Ein uraltes Artefakt, das die verlorenen Götter besiegt hatte, könnte das Spiel für ihn entscheiden. Doch es war vor vielen Jahren in 2 Teile zerbrochen. Reynaldo konnte es wieder zusammensetzen, wenn er nur zunächst das Gehäuse an sich bringen könnte. Ja, also ich würde schon sagen, wir machen auf jeden Fall den Scare Reaper. Und hier haben wir ja einige Symbole. Ach gut, die sieht man jetzt nicht mehr. Also wir haben die 2 Geschichten auf jeden Fall schon gemacht. Und ich würde sagen, wir machen Every den hier child erstmal. knew about the Sky Ripper. The Transcendent Emperor had buried its pieces. What could have brought them to light? This Emperor, Isengrim III, had once been kind, but he'd gone mad. And now he was conducting secret, obscene rituals to bring back the lost gods. Had he, somehow, summoned the long-lost components of the legendary weapon out of the deep places of the earth? It was more than Reynaldo could fathom. But if he could find a legendary weapon, he would use it. Ja, ist klar, cool. Das Bild sah übrigens sehr cool aus. Diesen Froschkönig. Ja, ich bin gespannt, wo wir jetzt hier direkt erstmal anfangen. Aber im Endeffekt ist es ja dann leider immer so, dass das finde ich halt ein kleines bisschen schade. Es ist halt immer wieder dasselbe Setting. Das ist halt ein bisschen schade irgendwie. Okay, das ist neu. Was Lapino still waiting to be rescued? No. He was probably drinking champagne with the ravens. Did ravens drink champagne? Did rabbits? Reynaldo felt oddly thirsty, come to think of it. Why had he chosen the Sky Ripper? Reynaldo never made plans that required constant vigilance. He was a hero. He didn't think too much. He just went with his gut and hoped it all worked out. The Sky Ripper was a long shot. He'd have to devote himself to it. No side journeys, no rescuing old friends. That was against his nature. Could he stick with it? Alles klar. Höhe das Gehäuse des Sky Reapers. Okay, jetzt sieht es aus, als ob hier auf jeden Fall weitergeht. Boah, das ist irgendwie verwinkelt, ey. Es gibt nicht ganz so viel Erz. Schade. Aber das macht nichts. Kriegen wir das schon hin hier. So, ich gehe jetzt auf jeden Fall mal noch mal zurück und so gucken, ob da eventuell noch eine Kiste ist. Hier bin ich eben schon nicht. Ah, was ist denn? A chest full of old banana peels. There had to be more. Ich hätte schon gerne Lust auf das lila Schwert. Ups. So. Gucken, was hier abgeht. Auf jeden Fall ist es auch die Stimmung doch schon etwas düster irgendwie gemacht worden. Also es ist jetzt nicht so quietschfideles Spiel. So, gucken, wie viel wir den brauchen für das. Wir machen halt erstmal. Ich würde halt schon gerne den haben wollen. Steigert die Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit, kostet Energie. Oh. Alles klar. Windextrakt, da haben wir 8, dann brauchen wir 12, okay. Ich werde doch vielleicht mal das andere nehmen wollen. Ah, ich kann aber ein anderes Juwel reinmachen. Ups. Ich hatte doch irgendwo... Ah ne, ich hatte 3, alles klar. Ein Tor, das sich wieder selbst öffnet, das misstrauen wir auf jeden Fall. Ah, shit. Ah. Zack. Who are you looking at? Oh, right. No Da steht one. niemand. Okay, hier kommt einer her. 2 kommen her.
Nein, ich bin genau vor dem Ding gesprungen. Ah, das war cool. The people who had built this castle, did they even know what monstrous weapon lay hidden within their walls? The Sky Ripper could destroy anything it touched, or so the legend said. As the Transcendent Emperor had fought the lost gods, thousands of thousands Oh, had sehr died. schön. But Renato had been Kann man hier, Statistik, Tempo, Lauf schneller. Ach nee, wir haben das jetzt erst, das Lauf schneller. Ey, machen wir noch ein bisschen Gesundheit. Wish I could do that. Was ist denn das? Erhöht die maximale Schwertenergie. Ah, alles klar. Ach ne, wir können sogar noch mehr machen. Da würde ich mal noch vorschlagen, dass wir, was ist das? Hakenschuss-Schaden. Richtet bei angehakten Gegner Schaden an. Oh. Star, gehe ein Gegner durch. Verlangsamt nach einem erfolgreichen Angriff bis zu deiner nächsten Aktion die Zeit. Taktisch Kampfmodus für wahrer Meister. Dann machen wir lieber das ja. Renato hoped his mother wasn't watching. So. Bam. Ist klar, hier geht's nicht weiter. Hier kommt irgendwann, oder? Ja. Schön abgeblockt. Ja! Zack! Sehr gut. Was ist das hier? Ich denke mal, hier geht es auf jeden Fall weiter. Oder hier ist wieder eine Kiste, weil hier unten ist auch noch ein Weg. Guck mal hier, was hier ist. Ah, hier ist eine Kiste. Wasserextrakt, also das Wasserschwert, das können wir wahrscheinlich auch schon machen. Das kriegen wir wohl eher zusammen als das Lila, ne? Oh, was ist das? Hui, die Wahrheit über den Sky Reaper ist von dichten Nebel verhüllt. Die glaubwürdigen Geschichten... Was? Die glaubwürdigste Geschichte ist, dass der immerwährende Kaiser Iblis mit Hilfe des Sky Reapers verbannt hat. Danach vergrub der Ik die Waffe und verschwand. Ging er ins freiwillige Exil, um die Welt von der letzten göttlichen Präsenz zu befreien, oder war er es der Preis für die Ausübung solcher unglaublicher Macht? Könnte zwischen dem Sky Reaper und Iblis die tiefe Beziehung bestehen als die der Waffe und des Opfers? Oh, Entschuldigung, ey, was lese ich denn jetzt gerade? Meine Rituale werden den Iblisstein herbeirufen. Vielleicht sollte ich bedenken, dass dies den Sky Reaper ans Tageslicht rufen könnte. Sollte das der Fall sein, dann musste ich sämtliche Ressourcen einsetzen, um ihn zu finden. Eine Waffe, die einen Gott verbannen kann, ist ein unschlagbares Argument. Falls die Alten mir einen Strick... Oh, ey, Entschuldigung, ey, falls die Alten mir einen Strick durch die Rechnung machen... Ein Strick steht da. Ein Strick durch die Rechnung machen wollen. Es liegt in ihrer Natur, es zu versuchen. Ist es nicht ein Strich? Wieso ist denn das ein K? Alles klar. Aber Götter sind berechenbar und ich kann mir darauf verlassen, um ihnen immer einen Schritt voraus zu sein. Imperator Isengrim 3, geheimes Tagebuch. Alles klar. Und für diesen extrem Stotterer ist es auf jeden Fall an der Zeit, hier erstmal einen Cut zu machen und Schluss zu machen. Ja, ich hoffe, euch hat die Geschichte auch sehr gut gefallen. Also mir war diese böse Geschichte auf jeden Fall auch sehr amüsant. Ne? Gut. Der Stotterer war gerade sehr geil. Alles klar, gut. Bis dann, Freunde. Tschüss.